Eine riesengroße Klappe, die mit drin ist. Da schläft auch einer drin, aber die hat noch mehr Funktionen. Warum habe ich so eine große Klappe? Hallo Sabine. Hallo. Ja, das ist unser Aero, auch ein Kinderzimmergrundriss, wo ich die große Klappe dazu bestellen kann, optional. Vorteil habe ich wirklich, ich habe da einen riesen Stauraum, ich kann das Bett hochklappen. Wenn du mal zeigst, ungefähr wie das geht. Das heißt, du hebst es an, liftst es an? Ich heb's an, ich kann es oben festmachen, dann habe ich hier wirklich ganz einen tollen Stauraum, wo ich vielleicht Kinderfahrräder, Bobbycar, Fahrrad vielleicht. Ein Grill. Ein Grill oder Vorzelt, je nachdem wie ich beladen muss, kann ich alles hier reinpacken. So, und das heißt, diese Klappe hier, die hat auch ein Fenster mit eingebaut, Verdunklungssysteme mit eingebaut. Die brauchen natürlich schon 2 Gasdruckfedern, die wiegt ein bisschen was, ist stabil. Und dann wird sie geschlossen und ein tolles Konzept. Also diese große Klappe, die findet man normalerweise ja bei Reisemobilen dann oft hinten, also wo du sie drin hast. Und hier an der Seite, man hat ja genug Platz. Wir haben es jetzt bei den Fahrzeugen, wo das Stockbett längs verbaut haben, also nicht im Heck. Da können wir diese große Klappe nutzen. Hier siehst du, oben drüber ist sogar noch ein Schlafplatz. Genau. Und wenn man es von innen sieht, stehen wir hier vor einem Stockbett. Wir können uns das ja mal von innen anschauen. Der Aero ist eine Stufe über dem Seago, kann man das sagen? Ja, wir haben einfach unterschiedliche Baureihen. Es geht los bei Seajoy, dann kommt das Seago und dann kommt unser Aero. Aero ist schon so ein kleines bisschen Luxus? Das sind alle Luxus. Sind alle Luxus. Aber was ich sehe, wir können es ja mal gerade zeigen, das ist hier diese Seitenbeplankung, die der ganzen Sache natürlich noch mal ein bisschen mehr Look bietet. Da läuft wahrscheinlich das Wasser innen jetzt in der Beplankung. Ja, wir haben halt den hohen Heckleuchtenträger, ist einfach eine optische Sache, schaut einfach schöner aus. So, und da weiß ich, die Kollegen haben irgendwann mal angefangen, haben gesagt, nö, das brauchen wir alles nicht mehr. Und komischerweise ist es so ein bisschen back to the roots. Das hier ist jetzt die Seago-Serie, die hat das nicht. Ja, es ist alles Gewicht, muss man ganz klar sagen. Gell? Man muss immer schauen, was verbaue ich an einem Fahrzeug. Ich muss einfach schauen, dass ich genug Zuladung habe. Wir möchten ja, dass unsere Kunden sicher im Urlaubsort ankommen. Gewicht ist alles, glaube ich, mittlerweile. Das heißt, also die Fahrzeuge waren schon immer sehr, sehr leicht. Aber durch die neuen Regelungen ist das Thema Anhängelast immer wichtiger. Die Beratung bei den Händlern ist natürlich umso wichtiger. Was nehme ich mit? Hier sehe ich 1,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse. Früher hat man immer gerne über 2 Tonnen geredet, jetzt wird es immer weniger. Ja, wir haben unterschiedliche Baureihen. Das ist, wie gesagt, kein so großes Fahrzeug. Ist durch das auch etwas leichter, bin ich bei 1500 Kilo. Wir haben fast bei jedem Fahrzeug, dass man eine Auflastung mitbestellen kann. Wo wir immer sagen, das wäre wichtig, wenn man ein Zugfahrzeug dazu hat, einfach die Auflastung auch mitbestellen, dass ich genug Zuladung habe. Das ist ein sehr interessanter Möbelbau hier mit drin. Der ist ganz anders wie im Seajoy. Das heißt, ihr habt euch überlegt, komm, wir machen uns das Leben schwer, wir machen 3 komplett unterschiedliche. Aber was ist denn, ist das so Geschmackssache? Leute gehen rein und sagen, hier, es gefällt mir. Ist das so 5-Sekunden-Test, man geht rein? Ja, ist richtig. Man muss in ein Fahrzeug reingehen und muss sich wohlfühlen. Und die Geschmäcker sind einfach unterschiedlich. Und unser Aero ist jetzt einfach wieder ganz andere Baureihe. Der hat auch so schräge Dachschrankklappen. Gut, das gibt ihm natürlich unglaublich viel Raum. Aber wenn ihr reinguckt... Er wirkt einfach luftig. Frei. Oh, als könntest du hier Fußballerin spielen. Also von der Optik her, wenn du jetzt im Innenraum hier Zeit verbringst, du kannst ja auch mal hier, das wollen die Kinder zwar nicht, aber dann auch mal Hausaufgaben machen oder irgendwas dich mal hinsetzen. Oder wenn es regnet, auch mal spielen, das geht hier. Dann hast du eine riesen Küche. Da können natürlich die Wohnmobil-Leute nur von träumen. Auf der Länge. Du hast natürlich keinen Motor. Das Fahrgestell kannst du anders machen. 3 Flammen, Kocher. Hast du mehr Licht eigentlich hier in der Küche? Das mal schauen. Da vorne ist ein Schalter. Warte, ich guck mal gerade. Dann Steckdosen, gell? 2 Du, ist nicht so schlimm. Das machen wir jetzt. Der Messebetrieb. Bin froh, dass alles funktioniert immer, wenn ich in die Fahrzeuge reinkomme. Also gerade auf den Handelshöfen, wenn du mit dabei bist. Ihr habt mittlerweile ein kleines Bussystem mit drin. Das heißt, du kannst die von verschiedenen Stellen auch ausschalten. Und hier ein Riesenbett. Das wird dann üblicherweise von den Eltern benutzt. Boah. Das heißt Stahlunterbau. Hier hast du noch eine Serviceklappe mit drin. Kannst du von der Seite beladen. Schön an der Seite ist natürlich, dass das Heizungsrohr da geschützt ist mit einem Metallkörper. Ja, genau. Dass da nichts passiert, weil wenn ich
in die Stauraumklappe reinlade. Diese Schläuche von der Heizung sind ja nur aus Papier, sage ich mal, weil es muss ja leicht sein und dann schützt man sie einfach an der Stauraumklappe, wird da was drüber gemacht. Das funktioniert aber gut. Also ich bin ja selber Camper und das Einzige, was wir mal hatten ist, und das finde ich bei euch gut, dass es aus Metall ausgeführt ist hier in dem Bereich, das muss ja besonders lange halten, ist wirklich der Bettaufbau und auch der ganze Rahmen ist komplett aus Metall. Das heißt, das ganze Bett liegt auf dem Metallrahmen und nicht mehr auf Holz. Ja, und man hat auch eine richtige Lattenrost verbaut. Gell? Also du schläfst wie zu Hause? Man schläft wie zu Hause, weil der Schlafkomfort ist einfach das Wichtigste im Urlaub. Also legen wir schon Wert drauf, dass die Betten auch wirklich funktionieren. Wir haben uns getroffen im Urlaub in Österreich durch totalen Zufall. Mit was warst du denn unterwegs? Was im Wohnmobil? Nein, ich war mit dem Wohnwagen da. Wir haben auch einen eigenen Wohnwagen, einen Generation. Das ist ein Sondermodell mal gewesen, kommt vom Camperbereich. Sind auch super mega zufrieden. Ganz ein tolles Fahrzeug. Ja. Als Zugfahrzeug, was habt ihr da? Wir haben ein Zugfahrzeug, wo man 3,5 Tonnen ziehen kann. Okay, ich frage jetzt nicht was. Wahrscheinlich, wenn du da aus der Regen kommst, ein Stern, oder? Nein. Ja, kein Stern. Okay, ich werde nicht fragen. So, dann bitte mal zeigen, Kühlschrank. Auch da, der kenne ich aus den Reisemobilen mit großer Getränkeschubladen unten drin und das Ganze immer als AES-Kühlschrank, das heißt mit Gas zu betreiben. Und das hat riesen Vorteile, braucht wenig Strom. Ja, er kühlt einfach auch am besten auf Gas. Wie gesagt, ich sage immer, wirklich Duo-Control verbauen, weil wenn ich in den Süden fahre, möchte ich einfach meine Sachen mitnehmen, also mal zumindest im Kühlschrank. Er muss gut kühlen und er kühlt einfach am besten auf Gas. Und wenn ich das Duo-Control verbaut habe, kann ich schon während der Fahrt den Kühlschrank auf Gas laufen lassen. In der Küche habe ich viel Platz. Auch hier große Schubladen. Das war ja mal ein Trend bei den Möbeln, dass es ganz breite Schubladen gibt. Ihr könnt ja alles realisieren. Irgendwann ist wahrscheinlich Schluss mit der Breite. Aber hier kriegst du große Töpfe rein und Drahtzieherblenden. Lacht die Sabine. Immer interessant, was man so findet, oder? Ja, sie können normal nicht den Küchenbereich, aber ja gut. Ist nicht schlimm. Ist hier unter den Sitzbänken eigentlich noch Stauraum? Teilweise. Siehst du, ich mühe dich jetzt hier ab, hier, Sabine. Möglich, dass ich schwitze, ja. Und So, die gehen so rum auf. Hier ist da ist der Wassertank. Genau. Und unter der anderen Sitzgruppe müsste ein Stauraum sein. Also du kommst überall ran. Wenn da mal hier die Frischwasserpumpe kaputt geht, das ist ein gern genommenes Bauteil, was schon mal kaputt gehen kann. Kriegt man für 20, 30 Euro nach, kann man selber wechseln, ne? Könnte man selber wechseln, ja. Funktioniert aber auch. Ist hier vorne dran geklippt, also kannst du mal. Die hält lange, aber oft kriegen die einen Schuss weg im Winter, wenn sie einfrieren. Dann passiert das. Oder sie laufen trocken, das ist auch gern genommen. Richtig, also oft ist es auch ein Bedienungsfehler, sage ich jetzt einmal. Wie gesagt, wenn man das Wasser entleert in einem Fahrzeug, wenn man fertig ist mit dem Campen, macht man ja die Wasserhähne auf, dass wirklich kein Wasser mehr drin ist. Und wenn man dann natürlich wieder den Strom einschaltet und die Wasserpumpe läuft ewig, bevor sie wieder Wasser bekommt, dann kann sie natürlich kaputt gehen. Das passiert auch. Ist selbst mir schon passiert. So, und interessant ist hier das Heckbad. Mal gucken. Ja, Heckbad ist es. In dem Fall, sag mal, die Händler, Erstausrüstung, die bestellen immer das Duschpaket mit eigentlich, oder? Was du kriegst, was nicht auf Kundenwunsch bestellt wird. Also wir empfehlen es immer wieder, wirklich das Duschpakete zu bestellen. Es kostet nicht die Welt, schauen Sie die Wasseranschluss dabei. Man hat dann einfach, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, kann auch mal sein, dass ein Kind spuckt. Dann ist man froh, wenn man nicht ins Waschhaus rennen muss, sondern dass man das Kind auch vielleicht mal schnell in der Dusche abbrausen kann. Spucken heißt, es hat sich übergeben. Ich muss gerade mal übersetzen, dass man das mal hat. Da ist jetzt übrigens die Aufnahme für den Duschkopf ist da. Und wo ist der Duschkopf eigentlich? Ach, den ziehst du aus. Praktisch eine Brause, die rausziehen kann. Da ist der Schlauch mit drin. Okay. Ja, brauchst nicht sagen. Oder wenn du nur mal andeutest. Ja, siehst du, Sabine. Das fand ich gut. Legen wir mal rein. So, und da ist der Duschwagen mit drin. Die sind antibakteriell, das ist ganz interessant. Also die schimmeln nicht, habe ich gehört, oder sollten nicht schimmeln. Ja, gut, man kann sie auch so einen Genre rausnehmen und kann sie auch mal waschen in der Waschmaschine, ist also auch kein Problem. Kannst du einen neuen kaufen. Also das ist der Vorteil, die kosten nicht die Welt, ist hygienischer. Günstig, genau. Ja, genau. Das ist so. Komm, wir gehen raus. Ja. Dann könnt ihr rein. Und farblich habt ihr Akzente hier in Türkis gesetzt. Das kenne ich noch von früher. Fliegengitter ist übrigens mit eingebaut.
Der heißt Aero 490 QSK und das Q steht für? Querbett. Querbett. Q steht für Querbett und der Preis hier auf dem Karaman Salon 26.499 Euro. Wie hier steht, 31.103 Euro. Tschüss.